Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch verschiedene Trageweisen mit der Sling an der AR15. Wir haben euch kürzlich verschiedene Magpul-Slings gezeigt und wie man sie einsetzt. Heute zeigen wir euch einfach noch mal ein paar Varianten, wie ihr mit der Sling arbeiten könnt und ein paar grundsätzliche Empfehlungen noch dazu. Eins vorab, Waffe ist sicherheitsüberprüft, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt hier eigentlich in Anführungszeichen kein richtig und kein falsch. Wir werden schwerpunktmäßig das Thema Two-Point- und One-Point-Sling behandeln. Es gibt auch noch eine Three-Point-Sling, ist vor allem auch bei der Bundeswehr sehr beliebt oder im Einsatz, aber ist unserer Meinung nach ja, eher außen vor. Es ist eigentlich im Endeffekt so ein Hybrid aus einer One- und Two-Point-Sling. Von daher, wir lassen sie mal außen vor. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr absoluter Fan der Three-Point-Variante seid. Aber wir denken, im Großen und Ganzen hat sich One-Point und Two-Point durchgesetzt. Und da sind auch die verschiedenen Lager zu finden. Also die Leute, die One-Point-Sling favorisieren und feiern, die sagen, Two-Point ist No-Go und die anderen genauso andersrum. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht hier das Thema und es soll auch nicht euch irgendwo hin bewegen, sondern soll euch einfach die Möglichkeiten zeigen, die ihr mit den verschiedenen Systemen habt. Eine Sache noch prinzipiell zur Lagerung der Sling. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum bei dem einen oder anderen hinten so ein Rubberband hinten am Stock zu finden ist. Das ist im Endeffekt dafür da, wenn ihr im Fahrzeug arbeitet, dann könnt ihr hier die Sling nehmen und könnt sie hier verstauen, sage ich mal. Das heißt, ihr macht die irgendwie hier so ein bisschen zusammen. Und dann könnt ihr die nehmen und hier unter den Gummi klemmen. Ich mache das jetzt mal quick and dirty einfach. Normalerweise kann man das natürlich auch schöner machen, aber hier so im Stehen ist es so am einfachsten. Und dann ist die Sling verstaut, kann dann aber bei Bedarf schnell herausgezogen werden. Da könnt ihr euch nicht verhaken im Fahrzeug. Das Ganze lässt sich auch nochmal vorne mit einem zweiten Strap nutzen. Oder aber ihr habt eventuell auch von Drittanbietern wie zum Beispiel Black Trident macht das, glaube ich. Die haben noch so eine Halterung mit einem Strapband, um das Ganze dann entsprechend auch so nutzen zu können. Wir starten mal mit der Two-Point-Sling. Prinzipiell als allererstes ganz wichtig zu wissen, je weiter ihr die Sling an der Waffe auseinander positioniert, desto stabiler ist das System im Tragen, auch im Anschlag. Ich habe jetzt hier mal den hintersten Punkt am Schaft gewählt und ja, relativ weit vorne an der Waffe. Ich hätte hier noch einen weiter vorgehen können, aber das ist einfach so für mich ein Referenzpunkt, wo ich mit der Hand hier reingehe und dann da an der Sling bin und hier am Griff und habe dann da im Endeffekt meinen Arbeitsbereich. Das wäre eine Variante und ihr seht, die Waffe hat hier sehr wenig Spiel, dadurch, dass die Waffe hier relativ weit auseinander positioniert ist. Das Ganze funktioniert dann auch relativ gut, wenn ihr sie auf dem Rücken tragt. Könnt ihr das Ganze entweder so machen oder natürlich auch einmal andersrum. Da würde ich jetzt das Ganze aber ein bisschen enger ziehen entsprechend. Ich muss hier beim Mikrofon ein bisschen aufpassen. Das wäre jetzt auch eine Variante, wie ihr sie tragen könnt. Da müsst ihr natürlich dann die Sling entsprechend drauf einstellen. Alles geht natürlich nicht mit jeder Konfiguration, aber das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe euch ja auch gesagt, die Sling, wenn sie weit auseinander ist, kann sie auch noch stabilisieren. Nicht nur in der Trageweise, sondern auch im Schuss. Es gäbe jetzt die Variante, es gibt verschiedene Anschlagtechniken, wie ihr mit der Sling arbeiten könnt und zielen könnt. Ihr könnt im Endeffekt hergehen und könnt sie hier über die Hand laufen lassen, dass sie hier dann quasi am Arm entlang gespannt ist. Dadurch habt ihr dann eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen straffer zu gestalten. Man kann hier ganz verschiedene Wickelvarianten machen, um hier nochmal Stabilität reinzubekommen. Also es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, die Sling auch zu benutzen, um stehend den Anschlag zu stabilisieren. Wobei da auch der ein oder andere sagt, na gut, wenn ich meinen Schuss auf Stabilisation auslege, ist mein Ziel weiter entfernt. Und da wäre die Frage natürlich, ob ich das wirklich dann im Stehen beschieße oder ob ich mich dann einfach hinlege. Ja, das wären auch Varianten. Gut, dann gehen wir einmal auf den Anschlagpunkt hinten. Moderne Schäfte haben in der Regel schon einen QD-Sockel. Das ist jetzt hier ein BCM-Stock. Magpul hat es, BCM hat es, B5 hat es. Viele Hersteller bieten hier einen Anschlagpunkt. Ein paar bieten jetzt inzwischen sogar hier unten nochmal einen Anschlagpunkt, um da zu arbeiten. Und dann wäre natürlich noch die Frage, gehe ich außen oder gehe ich innen rein? Warum gehe ich außen rein? Der Vorteil ist klar. Ich muss es nur einmal fixieren, da ist der Gummi jetzt im Weg.
Wenn ich jetzt hier die Sling relativ eng trage und den Riemen außen habe, dann habe ich hier einmal natürlich etwas, was den Schaft schon mal an den Körper ranzieht. Und auch im Anschlag, wenn ich hier die Sling nutze, zieht das hier den Schaft an die Backe ran. Also das wäre die Variante, wenn ich das hier hinten nutze, der Vorteil an dieser Position. Jetzt kann ich natürlich noch variieren und sagen, okay, mir ist das vorne zu weit. Ich will da doch lieber ein bisschen dynamischer unterwegs sein. Dann gehe ich hier ein bisschen näher ran. Habe ich trotzdem noch einen relativ guten Abstand von der Sling. Die ist jetzt natürlich zu lang eingestellt, weil ich sie auf den vorderen Punkt eingestellt habe. Aber damit könnt ihr dann entsprechend auch so arbeiten. Das wäre jetzt nämlich auch das nächste Thema. Häufig kritisiert wird bei den One-Point-Sling-Schützen die Two-Point-Sling, die sagen, das ist total umständlich, wenn ich von rechts auf links wechsle, wenn ich dynamisch den Anschlag wechseln muss und solche Sachen. Ist prinzipiell erstmal nicht verkehrt, sage ich mal. Also mit einer One-Point-Sling ist man schon irgendwo ein bisschen schneller, sage ich mal. Aber mit der Two-Point-Sling geht es halt trotzdem. Also im Endeffekt, wenn ihr die Sling locker tragt und dann den Anschlag wechselt, ich mache es jetzt mal langsam, könnt ihr einfach die Sling rüberziehen und dann habt ihr hier entsprechend euren Linksanschlag. Und das wäre jetzt, ohne dass ich jetzt groß was machen muss. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt mit der Sling lang arbeite, jetzt so, dann habe ich jetzt natürlich kein Spiel, komme ich hier kaum rum. Dann müsste ich natürlich hergehen und kurz den Arm rausnehmen und könnte dann verschieben. Das wäre auch eine Möglichkeit, mit einer Two-Point-Sling schnell in den Linksanschlag zu kommen. Man kann auch natürlich, wenn man sagt, okay, man arbeitet jetzt im Nahbereich und weiß, ich brauche jetzt tatsächlich die Two-Point-Sling-Variante erstmal nicht, kann ich auch einfach mit dem Arm rausgehen, dass ich wirklich nur noch die Sling um den Nacken trage. Dann kann ich relativ schnell arbeiten, habe eigentlich alles immer schnell in der Hand, erwürgt mich auch nicht selber und kann damit entsprechend sehr gut und schnell arbeiten. Ja, ansonsten, die One-Point-Sling bietet unserer Meinung nach Vorteile, wenn man in ungewöhnlichen Schießpositionen arbeitet. Es haben ja viele Waffen inzwischen auch hier hinten an der Buffer-Tube einen Anschlagpunkt. Den nutzen wir jetzt auch. Und die Magpul-Slings haben es und es gibt auch verschiedene Adapter für andere Slings, um hier aus einer Two-Point-Sling eine One-Point-Sling zu machen. Hier ist er halt schon mit dabei. Setze ich das hier hin, habe jetzt eine Two-Point-Sling und jetzt sage ich, okay, jetzt wird es dynamisch, ich möchte gern One-Point haben. Kann ich hier einfach dann on the fly den Punkt umsetzen. Gehe hier mit dem Arm durch und habe jetzt hier meine One-Point-Sling. Und da ist natürlich dann auch der Wechsel fließend, ohne dass mich hier das Sling stört. Natürlich, großer Nachteil bei der One-Point-Sling, wenn ich die Waffe fallen lassen muss, baumelt die Waffe hin und her. Mikrofon, pass auf. Ist also unkontrolliert, auch beim Wegstecken brauche ich hier auf jeden Fall irgendwie einen Weapon Catch, um die Waffe zu fixieren. Also gibt schon natürlich auch Nachteile. Muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten, wie gesagt, verschiedene Varianten sind hinten und ganz vorne oder hinten und relativ nah hier am Upper Receiver. Oder aber eine Kombination aus beiden, relativ nah im vorderen Bereich und hinten an der Buffer Tube. Da habe ich ein relativ kurzes Setup. Auch das ist wieder nicht gut, also nicht so gut kontrolliert, wie wenn ich jetzt einen weiter vorne einen Anschlag habe. Habe dann aber für die dynamische Geschichten hier ein relativ gutes Setup, mit dem ich gut arbeiten kann. Müsst ihr letztendlich selbst entscheiden. Ja, das war es im Großen und Ganzen mit unserer Übersicht über die verschiedenen Anschlagsarten bei der Sling. Wir hoffen, wir konnten vielleicht dem einen oder anderen noch mal ein bisschen helfen oder das näher bringen, falls wir irgendwas falsch erklärt haben oder falls wir irgendwas eurer Meinung nach vergessen haben, was essentiell wichtig ist, dann schreibt es uns doch in die Kommentare. Die Magpul-Slings bekommt ihr bei Recon Company. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.